Das Non-Identity-Problem ist eines der schwierigsten Probleme der zeitgenössischen Moralphilosophie. Es stellt unsere alltäglichen moralischen Intuitionen auf den Kopf und zwingt uns, grundlegende Fragen zu klären. Was heißt es, jemanden zu schädigen? Kann eine Handlung falsch sein, wenn sie niemanden schlechter stellt? Und wie können wir die Zukunft moralisch bewerten, wenn unsere Entscheidungen heute darüber bestimmen, wer überhaupt existieren wird? Stell dir vor, du wärst nicht im 21. Jahrhundert in Deutschland zur Welt gekommen, sondern im mittelalterlichen Schottland oder im antiken Griechenland. Wie sähe dein Leben dann aus? Richtig, denn dann würdest du nicht existieren. Du existierst nur, weil du genau in dem Moment gezeugt worden bist, in dem du gezeugt worden bist. Hätten deine Eltern auch nur kurze Zeit gewartet, wärst nicht du geboren worden, sondern ein anderes Kind. Und wenn sich deine Eltern nie kennengelernt hätten, hättest du nicht etwa andere Eltern gehabt, du hättest gar nicht existiert und stattdessen wäre jemand anderes geboren worden. Diesen simplen, fast banalen Gedanken hat der britische Philosoph Derek Parfit erstmals in seinem Werk Reasons and Persons formuliert und den Time Dependence Claim genannt. Wenn eine bestimmte Person nicht genau zu dem Zeitpunkt gezeugt worden wäre, zu dem sie gezeugt wurde, dann hätte sie in Wirklichkeit niemals existiert. Der Gedanke ist bei allen moralischen Entscheidungen relevant, die zukünftige Personen betreffen. Der britische YouTuber Alex O'Connor verdeutlicht das Problem an zwei eindrücklichen Fallbeispielen. Fall 1. Eine schwangere Frau nimmt absichtlich eine Pille, die ihren Embryo schwer schädigt. Sie will später als Mutter eines behinderten Kindes maximale Aufmerksamkeit und Mitgefühl. Das Kind wird lebenslang im Rollstuhl sitzen, hat aber ein insgesamt lebenswertes Leben. Die meisten Menschen würden sagen, dass die Mutter moralisch falsch gehandelt hat. Sie hat ihr Kind absichtlich schwer geschädigt. Das Kind wird trotzdem ein insgesamt lebenswertes Leben haben und relativ glücklich sein, aber seine Lebensqualität wird niedriger sein, als sie hätte sein können. Das Kind hat ein Recht, wütend auf seine Mutter zu sein. Fall 2. Eine Frau hat eine seltene medizinische Erkrankung. Die Ärzte informieren sie darüber, dass, wenn sie jetzt schwanger wird, das Kind mit einer Behinderung geboren und sein Leben lang im Rollstuhl sitzen wird. Die Erkrankung wird jedoch in einem Monat vollständig verschwunden sein. Dann würde bei einer Schwangerschaft der Embryo nicht geschädigt. Die Frau könnte also einen Monat warten und ein Kind ohne Behinderung bekommen. Stattdessen entscheidet sie sich, sofort schwanger zu werden. Sie möchte das behinderte Kind, weil sie, wie die Frau aus Fallbeispiel 1, auf die Aufmerksamkeit und das Mitgefühl ihrer Mitmenschen hofft. Auch hier würden die meisten Menschen urteilen, dass die Frau moralisch falsch handelt. Sie hätte warten und ein Kind bekommen sollen, das nicht sein Leben lang im Rollstuhl sitzen muss. Doch der zweite Fall unterscheidet sich wesentlich vom ersten. Denn wenn die Frau aus dem zweiten Fallbeispiel gewartet hätte, wäre nicht dasselbe Kind ohne Behinderung geboren worden, es wäre ein anderes Kind geboren worden. Das behinderte Kind existiert nur, weil sie nicht gewartet hat. Während das erste Kind zu Recht wütend auf seine Mutter sein könnte, ohne ihre Entscheidung wäre es nicht behindert, müsste das zweite Kind seiner Mutter dankbar sein, denn ohne ihre Entscheidung würde es gar nicht existieren. Das zweite Kind kann also nicht sagen, es sei durch die Entscheidung der Mutter schlechter gestellt. Es ist besser gestellt, weil es existiert und ein lebenswertes Leben hat. Und trotzdem sagt unsere Intuition, dass auch die zweite Mutter falsch gehandelt hat. Fälle wie diese hat Derek Parfit in den 1980er Jahren beschrieben. Situationen, in denen man, um ein negatives Ergebnis für eine Person zu vermeiden, eine andere, nicht identische Person an ihre Stelle setzen müsste. Deshalb nennt er es das Non-Identity-Problem. Und es ist ein Problem, weil wir nun erklären müssen, warum eine Handlung, die niemanden schlechter stellt, trotzdem moralisch falsch sein kann. Das Problem ist nicht nur ein Gedankenspiel. Im Rahmen einer In-vitro-Fertilisation wählen manche Paare beispielsweise gezielt Embryonen mit einer Krankheit oder Behinderung aus. Häufigster Fall: taube Eltern, die ein taubes Kind wollen. Hätten die Eltern einen anderen Embryo ausgewählt, würde das taube Kind nicht existieren. Wer wird also durch diese Entscheidung geschädigt?
Auch sogenannte Wrongful Life-Klagen betreffen das Non-Identity-Problem. In diesen Fällen wird durch einen ärztlichen Fehler ein Embryo mit einem Gendefekt selektiert und der Mutter eingepflanzt. Das Kind kommt mit einer schweren Erbkrankheit zur Welt. US-amerikanische Gerichte urteilten unter Berufung auf das Non-Identity-Problem, dass man dem Arzt keinen Vorwurf machen kann, weil er das Kind nicht geschädigt hat. Ein weiteres Beispiel sind Teenager-Schwangerschaften. Wenn ein 14-jähriges Mädchen ein Kind zur Welt bringt, wird dieses Kind es schwerer haben als ein Kind, das von einer reiferen Frau zur Welt gebracht wird. Doch hat dieses Kind es leichter, wenn das Mädchen wartet? Nein, denn mit einer älteren Mutter wäre genau dieses Kind nicht geboren worden. Parfit sagt nicht, dass die Entscheidungen der tauben Eltern, des Arztes oder des 14-jährigen Mädchens richtig sind. Er zeigt nur, wir können nicht mehr sagen, sie seien falsch, weil jemand dadurch schlechter gestellt ist oder geschädigt wird. Niemand wird geschädigt. Wenn eine Entscheidung niemanden schlechter und alle besser stellt, wie kann sie dann falsch sein? Parfit nennt 3 weit verbreitete Überzeugungen. Wenn etwas schlecht ist, muss es schlecht für jemanden sein. Etwas kann nur dann schlecht für jemanden sein, wenn es ihn schlechter stellt, als er sonst gewesen wäre. Fälle wie die absichtliche Behinderung eines Kindes oder Teenager-Schwangerschaften sind schlecht. Diese 3 Aussagen können nicht alle gleichzeitig wahr sein. Mindestens eine muss aufgegeben werden. Man könnte die erste und zweite Überzeugung behalten und die dritte aufgeben. Das würde bedeuten, die absichtliche Behinderung eines Kindes oder Teenager-Schwangerschaften sind nicht schlecht, solange dadurch niemand schlechter gestellt wird. Für die meisten Menschen ist das jedoch kontraintuitiv. Viele geben die erste Überzeugung auf und sagen, etwas kann schlecht sein, auch wenn niemand dadurch schlechter gestellt ist. Wir müssen die Person mit der höchsten Lebensqualität wählen. Das führt aber zu unangenehmen Konsequenzen, wie Parfit mit dem Beispiel eines Mannes zeigt, der von einer 14-jährigen Mutter geboren wurde. Ein britischer Politiker hat in einem Interview mit der Times gesagt, es sei gut, dass es dieses Jahr weniger Teenager-Schwangerschaften gab als im letzten Jahr. Der Mann schrieb wütend an die Times, sollte das bedeuten, es wäre besser gewesen, wenn ich gar nicht geboren worden wäre? Und ja, genau das wird impliziert. Wenn in 2 möglichen Szenarien dieselbe Anzahl von Menschen lebt, ist es schlechter, wenn die tatsächlich Lebenden schlechter dran sind als die, die alternativ hätten leben können. Dieses Prinzip ist plausibel, löst das Problem aber nur für Entscheidungen, in denen die gleiche Anzahl an Personen betroffen ist. Welche weiteren Arten von Entscheidungen es gibt und was Parfit unter der abscheulichen Schlussfolgerung versteht, erfährst du im nächsten Video. Das Non-Identity-Problem zeigt, unsere moralischen Intuitionen sind inkonsistent, wenn wir an der Idee festhalten, dass etwas nur schlecht sein kann, wenn es jemanden schlechter stellt. Wir brauchen eine neue Theorie, die erklärt, warum Handlungen falsch sein können, die niemanden schädigen, sondern nur die Lebensqualität zukünftiger Menschen senken. Parfit hat das Problem nicht gelöst, er hat es erst in unser Bewusstsein gerückt. Und genau das macht es philosophisch so relevant. Es zwingt uns, entweder unsere Intuition über Schaden aufzugeben, unsere Vorstellung von Moral zu erweitern oder zuzugeben, dass wir bei der Bewertung von Entscheidungen, die zukünftige Menschen oder Generationen betreffen, keine kohärente Theorie haben. Das ist eine der größten Herausforderungen der Moralphilosophie der Zukunft. Wenn du meine Arbeit unterstützen und deine philosophischen Kenntnisse vertiefen möchtest, schau gerne im Shop vorbei. Dort findest du Zusammenfassungen, Prüfungsfragen, Unterrichtsmaterialien sowie die Skripte und Folien zu meinen Videoreihen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!